Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Welche Energien sind hier möglich oder verfügbar? Was steht an? Ich bin gespannt. Es ist ja in letzter Zeit immer ganz schön viel los und viele Menschen spüren es. Guckt mal, hier kommt ein karmischer Ausgleich, die Auflösung einer Schwierigkeit, eines schweren Zustandes, würde ich sogar sagen. Ein Stückchen Harmonie, ein Kampf wird beendet. Eigentlich ist es so, dass das Leben hier einen neuen karmischen Zyklus für uns hat. Hier hat etwas kein Gewicht mehr, was schwer war, was, ja, ich sag mal, wie ein großes, schweres Gefüge auf uns gedrückt hat. Es kann hier um Familienthemen gehen, es kann hier aber auch darum gehen, wo hat man einen eigenen Kampf mit sich, möglicherweise auch mit seiner eigenen Sexualität. Das sind nur so Beispiele, auch das könnte sein, ja. Und ich sehe hier etwas, was auch mit partnerschaftlichen Dingen zu tun hat, mit einem Gegenüber. Wenn du hier Single bist oder ein schwieriges Familienkarma hast, kannst du hier damit rechnen, dass sich vieles von alleine ergibt. Wir haben die Blumen, die Sonne im Haus des Klees. Wir haben einen Kampf, der beendet wird. Es kann ein partnerschaftlicher Kampf sein oder auch sowas wie, ich kriege keinen Partner mehr, der zu mir passt. Hier liegt jemand, der liegt im Haus des Baumes. Heißt ja auch, hier kann Wachstum in partnerschaftliche Dinge kommen. Oder auch bei allem, was du jetzt erschaffst und tust für dein Leben, guckst du hier auf gute Aussichten. Das Umfeld wirkt sehr harmonisierend und unterstützend. Ich sehe viele Nachrichten, Treffen, Geschenke ins Haus flattern. Die Liebe kriegt hier ein Hoch. Alle Verstrickungen der Liebe, alles Misstrauen, alles, was in die falsche Richtung lief, wird dir hier von den Schultern genommen. Ist natürlich auch so ein innerer Prozess. Ich sehe Kommunikation, liebevolle Kommunikation, klärende Kommunikation. Ein tiefer, großer Schatten kommt plötzlich in die Veränderung. Hier ist eine große spirituelle Entwicklung möglich. Ja? Hier hagelt es Erkenntnisse, hier kommen rasante, schnelle Veränderungen. Es kann auch sein, dass es erstmal noch mal kurz piekt, aber dann eben erkannt wird. Ja? Hier geht es um Verwundungen, die das Seelenleben betreffen. Eine Wunde, die keine mehr ist. Es geht um Konflikte, die man mit seinem seelischen Wachstum hat, mit seinem Selbstwert, mit Beurteilungen, Wertungen, die auf der seelischen Ebene gedrückt haben. Ich sehe hier auch finanzielle Veränderungen, die können aus dem Familienkonstrukt kommen. Das Leben möchte eine rasche Änderung, die dann langfristig wieder dient, die auch am Ende zur Wunscherfüllung führt, in diesen Bereichen, wo man denkt, ich brauche Unterstützung, ich möchte versorgt sein. Ich kann es jetzt auch nicht ändern, die Blätter liegen halt immer gut. Ich kann das auch nicht reindichten, das wäre nicht möglich, aber ich habe hier die Wunscherfüllungsenergie und die Veränderungen auch auf dem finanziellen System der Partnerschaften oder auch der Familien drauf. Im weitesten Sinne steckt natürlich dahinter auch der Gedanke, bin ich mit allem versorgt? Wo gibt es Schnitte in meinem Leben, die mich zu dem Neubeginn zwingen? Hier habe ich auch so diese plötzlichen Veränderungen im partnerschaftlichen Bereich, die sehr viel Aufblühen mitbringen. Das können auch Lebenswege sein, die sich kreuzen oder Lebenswege, die sich verändern.
die mit dem Gegenüber zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass hier ganz schnell ein Gegenüber ins Leben tritt, wenn man keines hat. Ne? So, man selber liegt im Haus des Bären, das heißt, wir haben die Kraft, wir denken sehr viel nach, wo irgendwie Schattenthemen sind. Ich habe hier tatsächlich verstärkt die Mutterthemen mit dran, ne? Die Auflösung von Mutterthemen. Es ist halt nun mal unsere Urwunde, die hier auch zum Schein kommt. Und das annehmende Prinzip, das hier auch wirkt, das empfangende Prinzip. Man löst sich von unguten Situationen. Wege, die plötzlich aufgehen, die ersichtlich werden, die zum Lebensweg dazu gehören, die sehr stabilisierend wirken. Ich habe, dass es uns ganz wichtig ist, bei uns anzukommen, die eigene Kraft zu leben, sich nicht mehr aufzureiben oder auch eine gewisse Schwere abfallen zu lassen, die mit jeder Verwundung, die im Leben passiert ist, guckt euch mal das an, das sind wir, das hängt uns alles im Rücken. Was macht das mit dem Kreuz? Es biegt nach vorne, ne? Es beugt nach vorne. Und es ist ein ganz schwerer Rucksack, der da liegt, der hier abgegeben werden kann. Ich habe das Zerbersten oder auch das Auflösen von Mustern, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ich habe hier die Elternthemen, die Ex-Partner, möglicherweise Kinder, die hier auch mit auf den Weg kommen, Freundschaften, die man gepflegt hat, Verluste in Freundschaften, Vertrauensmissbrauchsthemen. Hier kann auch durchaus mal sowas sein, wie du hast jemand Geld geliehen und du hast es nie wieder gesehen oder so. Auch das ist ein Vertrauensbruch, ein schwerer sogar. Und sowas alles, ne, liegt hier in der Auflösung. Es geht hier darum, seinem Herzen Platz zu machen, für Klarheit in Beziehungsdingen zu sorgen. Konflikte, die man hat mit einem Gegenüber, mit dem männlichen Teil, mit der Vaterfigur zum Beispiel hier, endgültig zu lösen oder auch zu erkennen. Ich habe die Neubeginne bei uns im Haus, also innerhalb der nächsten 14 Tage auch wieder karmische Neubeginne, etwas, was sich auf den Weg macht. Es ist jetzt nicht so, es sind nicht so die 14 Tage der Entscheidungen, ja, die liegen hier blockiert und die zeigen sich so peu à peu, Schritt für Schritt und tatsächlich starke Umbrüche im Familiensystem, bei Blockaden, die im Familiensystem sind oder Hindernissen, die man eben mitgekriegt hat ins Leben schon als Kind, Belastungen, die man als Kind schon mitgekriegt hat. Ich habe hier so sehr die HSPler, die Hochsensiblen, die sich als Kind schon ausgebrannt gefühlt haben von den ganzen Dingen, die sie wahrgenommen haben. Guckt mal, hier liegt der Ring, das Beziehungskarma oder die Beziehungen, die Verbindlichkeiten im Haus der Sonne. Wir haben den Reiter, die Sonne und die Liebe mit dran. Es geht also auch darum, Dinge in die Liebe zu bringen, sich zu zeigen, wie man ist. Der Stress geht hier raus. Das ist jetzt auch sehr interessant. Das sind der Stress, die Unruhe und so weiter. Hier ist das Haus der Eulen. Hier liegt die Sense drin. Hier kommt ein rasches Unterbrechen von den Momenten, die stressen und auch aber eine andere Stabilität in da, wo die Wunde noch gepiekt hat oder wo es piekst, ne, wo man vom Leben überrascht oder auch, ich sag mal, geschnitten wurde. Ein Thema, das mit Anfang und Ende wieder mal zu tun hat, mit allen Themen, an denen man gearbeitet hat, schon als Kind, mit allen Dingen, wo man auch mal falsche Wege gewählt hat
oder sich für eine ungute Situation bewusst entschieden hat. Das wird sich hier zeigen. Und es wird einem auch klar, ne, wo das herkommt, warum man das gemacht hat, wie leidensfähig man ist, könnte man es nennen. Ich habe hier unten das Stabilisieren von Geld über den beruflichen Bereich oder auch im Hause des Geldes den Anker drin, die neuen Wege, die Möglichkeiten, vielleicht auch über den Beruf, die Finanzen anders zu generieren. Das Außen ist hier sehr wichtig für die beruflichen Dinge. Ich habe Geschenke, die von außen kommen, in den beruflichen Bereich rein. Möglichkeiten, die sich eröffnen, zeigt euch, wie ihr seid. Die Resonanz wird hier da sein. Sicherheit in Kürze, da wo sich Unsicherheit breit gemacht hatte. Und das Beenden eines Konfliktes, den man mit dem Thema, ich nenne es mal, vor Anker gehen gehabt hat. Ankommen. Wir schauen, welches Kraft hier mitkommt für die nächsten 14 Tage. Ich weiß auch nicht, was die Legungen uns hier in den letzten Zeiten so sagen. Das ist ein Wahnsinn, ne? Wir haben hier den Skarabäus mit der Schöpferkraft. Hier kommt ein heiliges Glückswesen, das uns findet. Eine fruchtbare Phase kündigt sich an. Das Leben zeigt sich in ganz frischem Glanz. Ja, man ist von oben gesegnet und wurde von oben an die Hand genommen. Und das Schöpfen und die Schöpferkraft, der männliche Teil in uns, der liegt ja hier im Hause des Lebens, wird angezeigt. Ja, hier gibt es gute Lösungen. Alles ist fruchtbarer, als man je ahnt. Man verwandelt sozusagen Mist in Gold. Man ist sehr angebunden, man verbindet sich. Man betrachtet die Situationen, die einen beschäftigen, in guten Gedanken. Eine Zeit der Träume, Eingebungen, Visionen und Zeichen. Und man kann an diesem Punkt aus alles zum Guten wenden lassen, aus dem Alten Neues entstehen lassen und sich auf Glück und Fülle ausrichten. Schauen wir noch ein bisschen tiefer. Was dürfen wir noch wissen für die nächsten 14 Tage? Das könnte ein Thema sein, das uns begleitet. Hier habe ich die Träume, die sich manifestieren. Das passt ja wunderbar dazu. Es geht ja hier darum, dass sich eine fruchtbare Phase ankündigt und dass man hier etwas manifestiert, von dem man schon lange gemeint hat, man müsste es umsetzen oder es wird endlich wahr. Hier können tatsächlich Träume in Erfüllung gehen und man ist es auch wert. Man sieht hier so ein bisschen Wasser drauf, das sich ja auch in Kreisläufen bewegt. Die Kreisläufe liegen hier im Haus der Sonne drin. Und wir sollen hier den Fluss des Lebens nicht stören, indem wir irgendwie mit Gedanken denken, das kann ja gar nicht sein. Lasst die Emotionen raus, die gehören zum Wasser. Lasst es euch auch emotional nicht einsperren. Auch das könnte so ein Schattenthema sein, ne? Nicht die Emotionen zeigen. Wie viele von uns haben das gehört, wenn du jetzt weinst, ne? Anstatt zu sagen, ja, manchmal ist das Leben halt auch traurig, ne? Timing ist alles, die nächsten 14 Tage, und wir sind jetzt am Zug. Eine super Legung. Gucken wir, was die Vögelchen noch sagen, und dann lasse ich das so stehen. Ich freue mich drauf und ich wünsche uns allen, dass wir resonieren, alle. Der Star. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit. Bleibe bei dir, dann entwickeln sich die Dinge von ganz alleine. In der Ruhe liegt die Kraft. Wunderbar, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure wertschätzenden Kommentare, für jeden Super Thanks Button. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.